Freunde der analogen Unterhaltung zu Hunter und Co. Und heute mit Skull King, einem, ja, altmodischen Stichspiel im witzigen neuen Piratengewand. Ja, aber altmodisch hier nicht falsch verstehen. Ich liebe altmodische Stichspiele, war früher ein großer Skatspieler. Das hier geht in die ähnliche Richtung und hat aber trotzdem noch so seine kleinen Feinheiten. Es ist wie gesagt ein Stichspiel. Nur ein Stichspiel, bei dem es darum geht, genau so viele Stiche zu machen, wie man vorher angesagt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Man punktet nur dann, wenn man genauso viele Stiche macht, wie man angesagt hat. Ja, vor jeder Runde gibt es ein kleines Piratenritual. Wir tun mal so, als wären wir in so einer Piratenkaschemme und alle machen dann gleichzeitig Yo, ho, ho. Yo, ho, ho. Und dann zeigt man an, wie viele Stiche man macht. In dem Fall wären es jetzt bei mir 2 gewesen. Wenn man mehr als 5 Stiche machen möchte, macht man einfach die ganze Hand auf und schreit dabei laut die Anzahl. Also zum Beispiel 7. Das Ganze wird in 10 Durchgängen gespielt und es fängt ganz einfach und überschaubar an, denn im ersten Durchgang bekommt jeder Pirat nur eine Karte. Im zweiten Durchgang sind es dann schon 2 Karten, im dritten 3 und ihr habt es erraten, im 10. Durchgang sind es dann 10 Karten. Nehmen wir mal an, ich sage 2 Stiche an und mache 2 Stiche, dann bekomme ich für jeden Stich, den ich richtig angesagt habe, 20 Pluspunkte, wären also 40 Pluspunkte. Bei 3 Stichen, richtig angesagt, schon 60 Pluspunkte, bei 4 80, bei 5 100. Ich kann auch 0 ansagen, dann darf ich gar keinen Stich machen. Es gibt in jeder Runde so viele Punkte fürs 0 ansagen, wenn es stimmt, mal 10, die wievielte Runde? Klingt total verrückt, aber in der ersten Runde sind es einfach 10 Punkte, in der zweiten 20, in der 10. Runde 10 mal 10. Wären es 100 mögliche Punkte, wenn man 0 ansagt und 0 macht. Aber natürlich wird das Falschansagen bestraft. Wenn ich jetzt also 4 Stiche ansage und nur 3 mache, habe ich mich um einen vertippt. Das sind dann minus 10 Punkte. Kurz gesagt, für die Differenz der vertippten Stiche muss ich in minus 10 Punkte zahlen. Sage ich 10 an, mache nur 2, minus 80 Punkte. Wir sehen hier die 4 Kartenfarben bei Skull King, wobei die schwarze Farbe, die Totenkopfflagge, eine kleine Besonderheit zukommt. Sie ist sozusagen immer Trumpf. Also schwarz übersticht die anderen Karten. Die Karten kommen alle in der gleichen Anzahl vor. Es gibt 13 mal blau, 13 gelb, 13 rot und so weiter, jeweils von 1 bis 13 durchnummeriert. Wenn jemand dran ist, kann er eine Karte ausspielen. Wenn er jetzt zum Beispiel blau ausspielt, dann gilt die typische Skatregel, Farbe muss bedient werden. Wer also auch blaue Karten auf der Hand hat, der muss dann blau spielen. Und ja, da gewinnt natürlich die blaue Karte mit dem höchsten Wert. Wenn man keine blaue Karte hat, hat man die Option, entweder eine andere Farbe einfach abzuschmeißen, die dann aber natürlich nichts zählt. Oder man kann Trumpf spielen, also schwarz. Und was man bei Skull King immer machen kann, selbst wenn man die Farbe hat, und da ist es dann schon wieder anders wie beim Skat, man kann immer eine Spezialkarte spielen und da gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Es ist einmal hier eine Fluchtkarte, Escape, dann gibt es zweimal die Meerjungfrau, es gibt 5 Piraten, eine Scary Mary und den Skull King. Mit der Escape-Karte kann man sich immer sicher sein, den Stich nicht zu gewinnen. Die hat den Wert 0, ist schwächer als jede Farbkarte. Ganz anders mit der Meerjungfrau, denn die Meerjungfrau ist höher als alle Farbkarten, schlägt damit auch die Totenkopfflagge und gewinnt damit schon ziemlich sicher einen Stich, wenn da nicht die heimtückischen Piraten wären. Denn die besiegen leider die Meerjungfrau, lassen sich nicht von ihr betören, scheinen da irgendwie gegen diese Reize immun zu sein. Die Scary Mary hier rechts außen ist so eine kleine spezielle Piratin, denn man kann sie entweder als Piratin spielen oder auch als Escape-Karte. Ja, und zu guter Letzt hier den namensgebenden Oberhäuptling, den Piratenkönig, der Skull King, ist stärker als alle anderen Karten, stärker als die Piraten, mit einer Ausnahme. Denn der Skull King kann wiederum von der Meerjungfrau betört werden. Bedeutet, ein Stich, in dem sowohl Piraten als auch Skull King als auch Meerjungfrau liegen, gewinnt immer die Meerjungfrau. Also dass sozusagen da so ein Dreieck entsteht. Der Skull King ist zwar der höchste, aber kann eben durch eine Karte, die wiederum von den Piraten geschlagen werden kann, geschlagen werden. Also das ist ganz lustig und führt auf jeden Fall dazu, dass dieses Spiel wesentlich unplanbarer ist als jetzt zum Beispiel Skat, wo man einfach weiß, okay, hat man den Kreuz Jungen, weiß man, man hat die höchste Karte, kann nicht geschlagen werden. Hier
selbst wenn man den Skull King auf der Hand hat, kann man sich einfach nicht sicher sein, dass der am Ende auch durchgeht. Das Ganze, muss ich sagen, hat mich sofort in meiner ersten Partie an irgend so eine Whist-Variante, die ich früher mal 12 Stunden lang als Jugendlicher beim Warten auf den Interrail-Zug am Bahnhof gespielt habe. Mir war nach der ersten Partie sofort klar, ich bin Skull King süchtig, ich werde noch über viele Jahre Skull King spielen, weil ich finde, das ist natürlich von der Packung und so, das ist einfach nur ein Satz Karten und ein Block, den nimmst du mit in den Urlaub und kannst es da halt auch 4 Wochen am Stück spielen. Natürlich ist das Spielprinzip nichts komplett Neues und man kann natürlich auch auf dem Standpunkt stehen, warum soll ich Skull King spielen, wenn ich Skat spielen kann. Aber es ist halt dann doch ein Tick zugänglicher, ein Tick familienfreundlicher. Persönlich finde ich, kommt es so ein bisschen Tick hinter Love Letter noch für mich, einfach aber nur deswegen, weil ich das innovative Spielprinzip von Love Letter so toll finde. Aber Skull King schlägt in meinen Augen Love Letter in Sachen Langzeitspielspaß, weil ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie in einer Hütte 2 Wochen eingeschlossen zu sein und 2 Wochen am Stück Love Letter zu spielen. Aber Skull King ist halt so ein Ding, wem das gefällt und wem das Spaß macht, das kann man ewig spielen. Es hat halt diese neue Balance gefunden, ein bisschen mehr Chaos reinzubringen, ein bisschen weniger Karten merken, einfach spaßig drauf losspielen, Bauchgefühl, Vertrauen, wie viele Stiche traue ich mir zu, selbst im Skull King einen Stich zu machen. Es ist einfach ist nicht 100% sicher. Genau, nichts ist sicher und ja, und das macht es letztendlich eben zu einem witzigen, thematisch auch schön umgesetzten Familienstichspiel, was wirklich überall gut funktioniert.